Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir uns gerade die Belohnung holen wollen. Und, okay, meine Katze ist ausgelaufen. Ja, ich habe den Ort gefunden, wo die Sachen versteckt sein sollen. Allerdings war keine der Türen, die dorthin geführt hat, offen. Deshalb kletter ich hier gerade über die Gräber. Und als ich an einer Tür stand, murmelte Geralt etwas von sein Medaillon fängt an zu vibrieren. Warum sowas in seinem Kampf nicht? Hey. Under the rose bush. All right. So. Just like she said. And the Gwent cards, as promised. Sehr schön. So. Raus kommen wir auch nur wieder über die Dächer. So, dann wollen wir uns jetzt die Belohnung abholen. Können wir das durch Schnellreise schneller erledigen? Können wir sogar. Mal über ans Tor. Ist am schnellsten. Da können wir uns theoretisch auch mal ganz schnell das, was wir eigentlich in der letzten Folge schon geholt hatten. Aber dann, weil uns der Louis verarscht hat. Soll ich irgendwie übersehen. Da ist nämlich der Schlüssel, den wir brauchen. Gut. Sehr, sehr gut. Können wir uns die Belohnungen bitte die Schatzsuche auch sparen. Weil, ja, effektiv sind wir ja gerade da. Und das ist jetzt kein Riesenumweg. So, was sind die Krypten? Vorne. Schnell hier rein. So, die kleine Truhe. Ja. Ich dachte gerade, was bewegt sich denn da, aber das ist eine Katze. So, Tagebuch von einem Gärtner. Ja. Götter ist das öde, hier gibt es wirklich gar nichts zu tun. Eine kurze Morgenrunde reicht, um alle Pflanzen zu gießen. Das Blumenbeet vor der Botschaft braucht auch nicht viel Pflege. Und so geht es Tag für Tag. Vielleicht schaue ich heute in Saint-Sebastian vorbei. Spiel ein Ründchen gewinnt. Ich hasse gewinnt. Ich habe einen Monatslohn verloren. Eigentlich auch den nächsten. Jetzt habe ich Schulden bei diesem Graubill Pellegrin. Der versteht bei sowas keinen Spaß. Ich muss irgendwie ein paar Florinen zusammenkratzen, sonst geht das übel für mich aus. Ich habe gehört, wie der Botschafter im Sekretär Anweisungen gegeben hat. In den nächsten Tagen schicken sie einen Weintransport für den kaiserlichen Hof zusammen mit nicht genutzten operativen Ressourcen. Ich schätze, damit ist ein Sack voll Florin gemeint. Solche Informationen könnten einem Knaben aus dem richtigen Stadtteil ein Vermögen wert sein. Graubill Pellegrin hat die Eskorte der Karawane geschlachtet und die Fracht geklaut. Er besaß die Stirn, mir ein volles Geldsäckel in die Botschaft zu bringen. Das sei mein Anteil. Ich spucke auf sein Geld, aber ich fürchte, ich werde es noch früh genug brauchen. Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt. Seit der alte Ralf tot ist, kauft er doch niemand mehr Übertöpfe aus Holz. Seine Werkstatt ist das ideale Versteck. Graubill hat mir aufgetragen, in der Botschaft die Augen nach der nächsten geplanten Karawane offen zu halten. Ganz beiläufig hat er hinzugefügt, dass der Wachkommandant sicher schockiert wäre, von meiner Rolle beim vorigen Überfall zu erfahren. Ich hatte die Route der Karawane aus dem Büro des Sekretärs gestohlen. Das war der Preis, den ich für meine idiotische Idee bezahlen musste, mit Graubill Pellegrin zusammenzuarbeiten. Die Karawane ist aufgebrochen. Diesmal wird sie von Arnold Ab Blume eskortiert, dem Kommandanten der Botschaftswache. Graubills Männer wissen nicht, dass ihnen ein Kampf gegen Elitesoldaten bevorsteht. Wenn er es erfährt, wird es Zeit, von hier zu verschwinden. Ich müsste genügend Erspartes haben, um irgendwo weit, weit weg nochmal von vorne anzufangen. Mächt scheint mir ein gutes Ziel zu sein. Ja, man sollte sich grundsätzlich nicht mit Banditen einlassen. Das ist wohl gesünder.
Dann gehen wir uns doch mal noch mehr Kohle einsacken. Weil ich meine auch, mich zu erinnern, dass hier eh alle nicht mit Kronen, sondern mit Florin bezahlen. Demnach sind die 55 mehr wert. Ich kann mich aber auch täuschen. Hey there, I'm done. Cemetery ought to be real nice and quiet now. To sleep in my own bed once more. The clogs has grown intolerably loud. The punters bellow like men possessed. One madman especially, always shouting, "Order in, order in." But tell me, at the cemetery, what was it? Beasts, as you claimed? Yeah, really tough, demanding fight. Barely made it out alive. Is it your codex? Forbids you from revealing the details? For the best, I dare say. There's a small premium for you. You've earned it. Dankeschön. So, Moment. Wer schreit hier nach Ordrin? My legs. Wer schreit hier nach Ordrin? Wo ist Ordrin? Nicht da, schade. Hello, cheers. How do... Mahlzeit. Mind if I glance? Ich habe vor allem was zu verkaufen. Schön. Ist das graue Farbe oder... Ne, Färbemittel-Lösung. Ja gut. Ne, braucht man nicht. Die Fackeln darfst du haben. Dann den ganzen Spaß hier darfst du haben. Den ganzen Plunder kriegst du auch. So, nur gucken, dass man nicht zu viel verkauft. Das Zurückkaufen ist immer viel zu teuer. Ganz schön viel Plunder dabei, ja. Halleluja. Habe ich schon länger nicht mehr verkauft. Gut. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld. Gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. See ya. So. Dann hätten wir das zumindest schon mal. What now? Keiner hier, der Ordrin schreit. Schade. Ja, auch wieder nur eine kleine Anspielung an den zweiten Teil, wo wir Ordrin gesucht haben. So, 36, 35. Enough said. Gehen wir mal Guillaumes besuchen. Auch wenn es eigentlich viel zu weit ist. Wobei... ist der Weinhändler? I stock the larder. Ja. Welcome, good sir, to Dupont and Sons Emporium. Show me where you... Ach nee, okay, du bist ein Kunsthändler. Ist ja eklig. Das ist das wunderschönste Bild, was man von Siri finden kann übrigens. Ja. Die ganzen Bilder kaufen. Nein. Instead of chatting... Gucken wir mal so, was wir denn so von dem kriegen könnten. Ich weiß auch übrigens gar nicht, was wir für Karten gekriegt haben für Dingens. Für die Quest. Ich glaube, es waren skillige Karten.
Das ist eine echt scheiß Hand. Schwimmen. Ich glaube, ich sollte dem Kerl mal ein bisschen die Flügel stützen. So. Kann ich jetzt einen Spion ziehen? Nein. Toll, danke. Für gar nichts. Der Einschüchterer. Niedlich. Kann ich auch. Der hat, glaube ich, echt auch genauso beschissene Karten gezogen wie wir. Ja gut, das ist nicht nett. Toll. Gut, dass wir noch eine Flinte haben. Vielen Dank für das gute Wetter. So oder so habe ich jetzt gewonnen, weil... Ich hätte auch erst noch das Verbrennen spielen können. Hätte ich mehr Punkte gehabt, aber... Geht sich ja nur darum, dass wir schnell gewinnen. Ja, vielen Dank für das Gold. Das ist die Tür. So, können wir schon mal ein bisschen weitermachen. Uns fehlt ja gerade, zumindest was Rüstungen angeht, nur der Oberkörper. Ja. Wie wär's? So. Jetzt bist du doch bestimmt bereit. So. Aber der Kerl... Ups. Das war nicht so klug. Der Kerl ist natürlich nicht nur Rüstung, sondern auch Waffenschmied. Verdammte Axt. Und für das Silberschwert, was brauchen wir da? Auch die angereicherten Dimeritiumbarren. Toll. Das ist doch nervig. Die ganzen kleinen... Alles, was nur 2% bietet. Das kann schon mal weg. So, hiervon können wir auch mal ein paar verticken. So. Das ist zumindest schon mal etwas. So. So. Toll. Na gut. Farewell. Good luck on the path. Und damit haben wir jetzt auch eine schicke Kapuze. So. Das ist aber nicht, was ich gesucht habe. Looked right at me. I won't go.
So, lass mich mal durch. Ist noch ein Kunsthändler. Zumindest sieht er so aus. Warum sind die Wege in Toussaint nicht auch immer so weit? Ja, wir sind leider mit dem Pferd nicht wirklich schneller, weil wir auch hier in den Städten natürlich nicht Fullspeed reiten können. So, noch zum Turnierplatz. Und das letzte bisschen können wir jetzt auch noch zu Fuß rennen. Guillaume, ich komme. Irgendwann vielleicht. 5 Jahren. So, ich meine, das war auch eine Questreihe, die wir da mit lostreten. Oder zumindest eine etwas weitläufigere Quest. So. Wo hat denn der Doktor sein Zelt? Warum hat er es da unten? Witcher, I have a matter of prime urgency and... Hallöchen. Your wound. Feeling better? It's healing splendidly, though I am to avoid trouble for some time. To be frank, that is precisely why I wish to speak with you. Want me to stand in for you? Take on some trouble on your behalf? That could very well be the case. You see, there is a maiden, nay, a lady. I suspect someone's cast an ill spell upon her. A curse, perhaps. Let me guess. She suddenly grew cold, haughty and distant, though the night before she was flirtatious and alluring. Tut tut, Witcher. You jest, yet the matter is grave. Though true, the lady in question is dear to my heart. I shall not deny it. I fear she has fallen victim to ill magic, and knows no one she could turn to for help. What makes you think she might be cursed? You must keep all I say to yourself, I beg you. I would never dare to be so indiscreet normally, yet I'm troubled about her, for her. Vivian shuns the company of others. Though the fairest maid at court, she keeps men at a distance. I thus determined I would resort to trickery. Trickery? That even befitting of a knight? In war, yes. And what is love if not battle? As it were, one evening I crouched in hiding outside her seamstress's home. As Vivian emerged from it, I too emerged, ever so gently but convincingly collided with her, then promptly offered to escort her home. She consented. At first, all augured well. I proposed a more scenic route. She agreed. I made kindly forays into conversation, and she even began to respond as we neared the end of our route. Then suddenly, mid-speech, from her mouth there flew a most hideous shriek. I stopped stone cold in my tracks while she turned red, then promptly ran off. I did not give chase that time. I attempted to approach her on several ensuing occasions, to learn what had happened, for I feared she had become entangled in some trouble. I noted that often, come night, she ventures into the woods, where I've seen her walk about a glade near a pool. I've striven on occasion to follow her, but lost track each time. It seemed then she'd melted into the air. Okay, das ist doch nicht die Quest, an die ich gerade gedacht habe, aber notice gut, any other machen wir strange trotzdem. behavior? Additional symptoms? No, Vivian's avoided me wholly since the first encounter. But folk gossip. What about? They say she's secretive, that no one ever sees her after dusk, that she's wont to suddenly disappear. Nothing unusual about any of that. Sound you heard. She might have just had a sore throat. Had I thought it possible the sound was natural, I never would have taken up your precious time. Tell me more about Vivian. Who is she? What's her story? She's Her Enlightened Highness's lady-in-waiting. Her mother was a lady-in-waiting, her father a knight. That is all I've learnt, for the Duchessa grows angry when asked about her. Vivian spends her days within the palace walls. Yet we are in luck, for she has been named a tourney's patroness this year. Thus, Okay, each dann lass participant es will be doch. granted an audience with her. Got a problem then.
See, I'm not a participant. I've devised a solution already. You shall take my place in the lists and thus gain the chance to speak to her. I was looking forward to winning the tourney, very much so. Yet for Vivian, I am prepared to sacrifice anything. Was muss ich This denn? tourney, how's it work exactly? It is the year's grandest and most important contest. Knights from all corners come to face off for the grand prize. And more importantly, for glory. A demanding test of knightly prowess in horsemanship, marksmanship and fencing. I qualified for the first time, had great hopes of winning. Yet... Yeah, I get it. Anything for Vivian. Hardly a regular job, this. Not often I gotta take part in a tourney to fulfill a contract. Fee can't be anything ordinary either. I'm no magnet to command heaps of coin, but naturally I shall award you a just amount. How much do you demand? Ja, von dir nicht ganz so viel. Packen wir noch einen Fuffi drauf. I have comrades I can ask. Okay. They would surely lend me coin, yet even that would not be enough. Could you not lower your fees somewhat? Ja, komm. Agreed. That is an amount I can indeed muster. Na dann. Fine, I'll look into it. Gotta admit, piqued my curiosity. I shall be forever in your debt. Now, we must ensure you are not eliminated from the tourney before you can meet Vivian. Meaning? Could you show me how you shoot, ride and fight, perchance? And you must learn the tourney rules, know how to apply them in practice. I did not mean to suggest I doubt your abilities. Everyone must train, even a Witcher. Besides, the tourney contests must surely differ, require skills you don't usually apply, races above all. The choice is yours. Where shall we start? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn das sind die 3 Disziplinen, in denen wir uns üben müssen. Ich denke, Schwertkampf müssen wir uns nicht wirklich trainieren, aber ne, machen wir trotzdem alles, weil ich glaube, es gibt jedes Mal ein bisschen Erfahrungspunkte und die können wir immer gebrauchen. Deshalb wünsche ich euch schon mal einen schönen Resttag und wir sehen uns morgen wieder bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, ciao Freunde.